Heute machen wir weiter mit unserer Reihe zur russischen Armee. Wie ihr seht, die sieht ein bisschen anders aus. Wir sind nämlich hier bei der frühen Roten Armee im Jahr 1919. Nur ganz kurzer historischer Abriss. Im Ersten Weltkrieg hat die zaristische Armee gegen Österreich-Ungarn und gegen Deutschland gekämpft. Und sie haben schwere Verluste erlitten, haben lange gekämpft und aufgrund sozialer Unruhen kam es dann zu der sogenannten Oktoberrevolution. Und im Nachgang dieser Revolution haben die Roten gegen die Weißen gekämpft, gegen die zartreuen Truppen. Und letzten Endes hat sich die Rote Armee weitestgehend durchgesetzt. Und ja, wir wollen jetzt euch mal die Uniform eines frühen Rotarmisten mal vorstellen. Also die Rote Armee hat sich aus dem Roten Garten entwickelt. Ursprünglich war es eher eine Armee gebildet aus Arbeitern, Bauern und ehemaligen Soldaten, die dann eben sich neu zusammengeschlossen haben. Am Anfang auch sehr demokratisch, also man hat die eigenen Anführer gewählt und auch Befehle wurden demokratisch diskutiert und ausgewertet. Dass das nicht ganz zum Vorteil war, hat man dann schnell festgestellt und dann unter Trotzki wurde dann nach und nach diese Roten Garden in die Rote Armee umgewandelt. Also die typische Kopfbedeckung war dann eben diese Bogioni-Mütze gewesen, benannt nach dem späteren Marschall Bogioni. Die Mütze basiert eigentlich auf einem Entwurf für die Wintermütze der zaristischen Armee und wurde dann eben von den Kavallerieeinheiten Bogionis übernommen, später dann auch für die normale Infanterie getragen. Eben typisch diese spitze Form, dann eben Seitenschutz gegen Wind und Wetter, typisch eben dieser rote Stern, damals noch mit Pflugschar, natürlich vorherrschend die Farbe Rot. Alternative Kopfbedeckung war dann eben der Adrian-Helm gewesen, eben auch hier mit roten Stern, hier in dem Fall die spätere Variante mit Hammer und Sichel, beziehungsweise dann auch die einfache Soldatenmütze im Ersten Weltkrieg, die zaristische, dann auch wieder mit diesen Metallabzeichen beziehungsweise ein rotes Band hat es am Ende auch getan. Ja, für die sich wundern, warum auch ein Pflugschar da drauf ist, natürlich wegen auch den Bauern in der Armee. Bewaffnung, der Standard Mosin, dann eben typisch für Rote Armee-Truppen das Gewehr nach unten getragen, um eben dagegen zu protestieren, gegen die alte Armee, das nochmal symbolisch dann hervorzuheben, dass man mit allen Alten abgeschlossen hat. Dann in den 20er Jahren wurde dann wieder unter Stalin dann Rückbesinnung zur alten Tradition. Dann auch sehr typische Bewaffnung, die deutsche C96 Mauser, weil die Firma Mauser hatte das Problem gehabt, sie haben den Auftrag für Ausrüstung des Heeres nicht bekommen und blieben nun auf ihren Pistolen sitzen. Und so hat man das dann eben weltweit weiterverkauft. Eben auch ein Winston Churchill hat immer beschrieben, dass er der C96 sein Leben zu verdanken hat. Und dementsprechend wurde dann auch viel ins Russische Reich geliefert und war eben eine sehr beliebte Waffe. Und auch die Mauser-Munition hat dann eben auch die Munition der TT Tokarev beeinflusst, beziehungsweise dann später der Maschinenpistolen PBSchar, PBS und so weiter. Oben drüber trage ich eben eine Lederjacke, Maschinentruppen, Panzertruppen und sowas, Maschinenkorps hatten eben diese Lederkleidung gehabt und rein aus praktischen Gründen hat man das dann eben nochmal oben drüber getragen, weil es einfach Regenschutz gegen sämtliche Sachen, Abnutzung nochmal geschützt hat. Und wer sowas hatte, der hat es dann auch nicht mehr hergegeben. Typische Uniform, die M1919. Dann eben hier noch mit hochstehenden Kragen. Den hat man dann später in einen normalen Hemdskragen geändert. Hatte man am Anfang sämtliche Ränge abgeschafft in der Roten Armee, bis man festgestellt hat, dass man doch gewisse Weise braucht. Hat das dann eher nach Funktion gestaffelt. In dem Fall ein Dreieck würde ungefähr den Malachi-Unteroffizier in der zaristischen Armee bzw. den Malachi-Sergeant in der späteren Roten Armee entsprechen. In dem Fall war es eben ein stellvertretender Gruppenführer.
typisch dann eben nochmal händisch aufgenäht, rote Sterne, rote Abzeichen. Dann gab es auch Abzeichen mit Hakenkreuzen sogar, die dann eben nochmal Einheiten speziell hervorgehoben haben. Koppel ist so gut wie alles, was in irgendeiner Form dran passt, dran gehangen. Eben, wir haben hier die einfachen Stoff-Patronentaschen ab 1915 aus Materialmangel eingeführt. Dazu eben noch ein Patronenbandolier. Hier auch ein Beutestück, ein österreichischer Brotbeutel. Tschechische Legion war ja auch eine bedeutende Gruppe, bestehend aus ehemaligen Kriegsgefangenen der K&K-Armee, die sich dann eben unter der tschechischen Flagge zusammengeschlossen haben und eine weitere Fraktion im russischen Bürgerkrieg gebildet haben. Was soll ich sagen, wir kommen am Säbel nicht vorbei. Dann eben dieser Kavallerie-Säbel für die Zeit, noch typisch, ist wieder so Beutestück, wenn man es einmal hatte, war man froh, dass man es hat und konnte damit eben angeben. Eine normale russische Feldflasche. Hose ist eigentlich Standard für die russische bzw. Rote Armee dann gewesen. Es gab auch Einheiten, die dann noch rote Hosen sich machen lassen haben und dann noch weiter sich von anderen abzugrenzen. Dann eben auch entweder Schnürstiefel, Schaftstiefel, Beuteschuhe, alles was man dann hatte. Auch zivile Schuhe wurden dann angezogen, was dann eben da war. Zum Bürgerkrieg an sich, war das wirklich ein richtiger Krieg oder waren das mehr so größere Bandenkriege? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man im richtigen Krieg solch ein Abzeichen oder wie auf dem Helm hier, das hier im Feld trägt, ist doch sehr auffällig und sehr schwierig, oder? Also es waren schon große Kampfhandlungen gewesen und eben die unterschiedlichen Fraktionen, weil man hatte ja nicht nur rote und weiße, sondern man hatte dann eben auch die blauen, was aus polnischen Aufständigen bestanden, dann eben auch die Grünen, dann Ukrainer, die für sich kämpfen, die erwähnten Tschechen mischten sich ein und dann eben auch die Entente-Mächte. Also Frankreich hatte Truppen geschickt, England hatte Truppen geschickt, die USA hatte versucht, Wladiwostok einzunehmen und auch Deutsche hatten nochmal versucht, in Baltikum eigene Königreiche und Länder zu erobern. Finnland lag die Krone schon bereit und eigentlich hatte einen eigenen König ausgerufen. Ukraine, Wilhelm der Bestickte, für 3 Tage ukrainischer König. Und die rote Farbe war natürlich auffallend, aber dementsprechend dann eben auch aus der Ferne beobachtet, aha, jetzt kommen die Roten, aha, jetzt kommen die Weißen. Dann eben ab 1922, also nach Beendigung der Kampfhandlungen, hat man dann die dann durch grüne Abzeichen ersetzt. Und die Fraktionen haben sich auch im Umgang mit der Bevölkerung nichts genommen. Es war egal, ob weiße, rote oder halt die anderen. Die einfachen Leute hatten es nicht einfach gehabt. Man hat geplündert, man hat sich genommen, was man brauchte. Und am Ende waren nur die Roten die sich durchgesetzt haben. Also war das Abzeichen tatsächlich auch wirklich zur Erkennung, dass wenn jetzt andere rote Einheiten mit dem Fernglas irgendwie gucken und sehen, ah okay, das sind unsere, Ja. weil wenn die natürlich getarnt wären, dann bei diesem ganzen Wirrwarr hätte man ja auch durchaus durcheinander kommen können. Ne? Nur ganz kurz für mich, ist der Stehkragen eigentlich auch wieder beeinflusst von aus der Zeit napoleonisch? Weil da war der Stehkragen ja auch so hoch. Ja. Ne? Also auch wieder halt typisch für die Russen. Ist ja heute bei der heutigen Uniform auch wieder der Stehkragen. Beziehungsweise dann wieder die M43 in der Roten Armee hat ja auch wieder diesen typischen hohen Stehkragen. Steht alles in der Tradition, rückbeziehen auf den Vaterländischen Krieg, über den großen Vaterländischen Krieg bis heute. Da wir beim Thema sind, eben Schulterklappen komplett abgenommen, das war eben das Zeichen für die zaristische Armee gewesen. Und die ersten Uniformen waren auch die normalen Infanterieuniformen und man hat einfach nur die Schulterklappen abgetrennt. Ist das auch die Uniform so ähnlich, auch nur mit den grünen Abzeichen, mit der Sie auch in den Winterkrieg gegangen sind gegen die Finnen? Weil man diese Mütze, meinte ich, hätte ich da auch gesehen, oder? Das war dann wieder viel später und auch eine andere Form. Also in den 1920er Jahren hat man erstmal diesen Bibus hier etwas flacher gestaltet und dann eben nochmal in den
späten 30er Jahren dann eben viel kleiner natürlich und nicht mehr so ausgeprägt wie eben hier an der M19 Boccioni-Mütze. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos über die Bürgerkriegszeit sehen wollt und verschiedene Uniformierungen, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag.